und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ihr habt mich gefragt, wann man Hilfsgriffe beim Blockflöte-Spielen am besten einsetzen kann, und das möchte ich euch heute beantworten. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, Hilfsgriffe beim Blockflöte-Spielen, also Alternativgriffe, Griffe, die anders sind als der normale Griff, wie er in der Grifftabelle steht. Die kann man häufig sehr gut einsetzen und heute wollen wir mal schauen, wo das gut geht und welche es da überhaupt gibt. Also im Prinzip gibt es ja 3 Arten von Hilfsgriffen, könnte man sagen. Also erstmal die Hilfsgriffe als Pianogriff, die Hilfsgriffe im Triller und als drittes Hilfsgriffe einfach für schwierige Griffverbindungen, wo es leichter sein kann, nicht den normalen Griff zu nehmen. Pianogriffe könnt ihr verwenden, wenn ihr deutlich leiser spielen wollt auf der Blockflöte, aber nicht möchtet, dass eure Stimmung flöten geht sozusagen. Also wenn ihr sauber gestimmt spielen möchtet und trotzdem einige Töne deutlich leiser als die anderen. Ich muss noch mal dran erinnern, das habe ich ja schon öfters erzählt in den Videos, dass man nicht ungestraft auf der Blockflöte einfach so leiser blasen kann, denn dann klingt es tiefer. Und wir möchten natürlich nicht, dass mitten im Stück oder am Ende oder am Anfang der Ton einfach zu tief ist, nur weil er leise gespielt wird. Das ist nun eben mal die Eigenart der Blockflöte, dass man mit stärkerem Blasen sofort einen höheren Ton bekommt und mit schwächerem Blasen einen tieferen. Das heißt, wenn ihr einen wirklich deutlich leiseren Ton spielen möchtet, müsst ihr da auf einen Hilfsgriff umsteigen. Es gibt ja schon Videos von mir dazu, wie man Pianogriffe sauber spielen kann. Und da ist es gut, sich so ein Standardrepertoire anzueignen von sehr häufig vorkommenden Griffen. Das könnt ihr euch noch mal genauer anschauen in dem Video über die Pianogriffe, wie man die sauber spielt. Das verlinke ich euch hier oben noch mal. Und jetzt wollen wir ja schauen, wann man das macht. Also aus den Beispielen hat sich ja schon jetzt ergeben, am Ende eines langsamen Stückes zum Beispiel kann das oft sehr schön sein, wenn man wirklich deutlich leiser aufhört und da eben den Pianogriff nimmt. Und dann ist es nochmal wichtig, dass man auch bei der Antizipation schon den Pianogriff nimmt. Also wenn man so eine Achtel vor dem Schlusston noch hat, nach einem Triller, dann spielt man diese Achtel und den Schlusston im Pianogriff schon. Genauso kann man auch einen Hilfsgriff als Pianogriff anwenden zu Anfang eines Stückes, wenn man ganz leise einsteigen möchte. Oder natürlich, wenn man mittendrin einen Ton ganz leise haben möchte
Und das kann häufig sein, wenn man eigentlich einen sehr langen Ton zu spielen hat und der aber musikalisch gesehen jetzt nicht sehr im Vordergrund steht und nicht ausgiebig und wichtig gespielt werden soll, sondern eher dezent, dann kann man auch mitten im Stück mal einen Pianogriff verwenden. Oder wie gesagt halt am Ende, und das kann manchmal auch etwas länger dauern. In einem schnellen Satz, der sehr spritzig ist und lebendig und wo viel passiert, würde ich nicht unbedingt den Schlusston als Pianogriff nehmen. Es sei denn, ihr wollt es als Effekt haben, dass der Satz fröhlich und laut ist und sprüht vor Energie und dann als Effekt plötzlich einen ganz leisen, vielleicht kurzen Schlusston. Dann könnt ihr da natürlich auch einen Pianogriff nehmen. Aber so grundsätzlich würde ich bei einem schnellen Satz als Schlusston meistens keinen Pianogriff, sondern den normalen Griff nehmen, weil man den Ton ja dann auch nicht unbedingt leiser spielen möchte. Aber wie gesagt, das kann natürlich schon sein und das hängt vom Stück ab, aber so grundsätzlich passen diese Piano-Schlusstöne und auch die leisen Einstiege super in langsame Sätze, Adagio und Largo und auch in Andante. Dann habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass man bei Trillern auch häufig zu Hilfsgriffen greift. Wenn zum Beispiel der originale Griff, also du trillerst ja immer mit 2 Tönen, meistens, wenn ein Triller über einer Note steht, trillerst du ja mit dem nächsthöheren Ton und der Note, um die es eigentlich geht. Und das besteht dann also aus 2 verschiedenen Tönen. Und wenn diese normalen Töne, diese normalen Griffe für diese beiden Töne als Triller nicht gut klingen, dann kann man zum Beispiel auf einen Hilfsgriff umsteigen. Das kann zum Beispiel sein bei dem Triller auf dem mittleren G bei der Altblockflöte oder auch D bei der Sopranblockflöte. Und der Triller da drauf, der ist ja getrillert mit dem A und dem G, beziehungsweise bei Sopranflöte dem E und dem D. Und den nenne ich ja immer den Dschungeltriller, zumindest diesen Hilfsgriff, den ich dafür nehme, eigentlich 2 Hilfsgriffe. Und aus dem Grund, weil der Triller auf dem G, wenn ich den mit den normalen Griffen spiele, eigentlich ganz seltsam klingt und dazu auch noch schwierig zu spielen ist. Dazu habe ich ja auch ein ganzes Video gemacht, das verlinke ich euch auch noch hier oben. Und ich habe das später ja auch noch mal gemacht, extra für die Sopranblockflöte, weil das erste auf die Altblockflöte abgestimmt war. Aber eigentlich ist es ja der gleiche Griff. Also diesen Trillergriff auf diesem mittleren G bzw. D solltet ihr euch unbedingt anschauen. Der ist ganz, ganz wichtig und dann werdet ihr auch gleich merken, wenn ihr das probiert, mit den 2 Tönen so zu trillern. Naja, das geht schwer und das klingt einfach auch nicht gut. Das klingt so ein bisschen wie so eine glucksende Henne. Schwierig können natürlich auch andere Trillergriffe sein, die eigentlich gut klingen würden, wenn man sie mit den normalen Griffen spielt, die aber so schwer gehen oder so viel schwerer als mit einer kleinen Mogelei sozusagen oder mit einem Hilfsgriff eben, dass man das eigentlich gut machen kann. Also bei Trillern, die mit der normalen Griffverbindung schwierig oder unmöglich sind, da nimmt man eben auch Hilfsgriffe. Im Prinzip ist es am schönsten, wenn ihr so weit wie möglich die normalen Standardgriffe verwendet für einen Triller, wenn es irgend geht, weil die Hilfsgriffe den Nachteil haben, dass die Klangfarbe oft anders ist und ein bisschen dumpfer klingt, ein bisschen gedeckter und man dann auch hören kann, manchmal, dass da jetzt ein anderer Griff verwendet wird.
Und das ist dann natürlich schade. Deshalb würde ich auch überlegen, bei dem Hilfsgriff für den Triller auf dem E, das wäre jetzt ein H bei der Sopranblockflöte, da könnte man ja im Prinzip so trillern. Und ich finde, das ist so ein bisschen schade, weil das E dann so gedeckt klingt. Der ist so ein bisschen farblos und da würde ich zum Beispiel eher so einen Mogeltriller machen und die echten Griffe nehmen und dann ein bisschen am Schluss ein bisschen pfuschen, sage ich mal. Aber man kann natürlich diesen Hilfsgriff nehmen. Und bei vielen Trillern geht es gar nicht anders als mit dem Hilfsgriff. Schwierig gehen jetzt nicht nur manche Trillergriffe und da könnt ihr auf Hilfsgriffe ausweichen, sondern ganz normale Griffverbindungen können auch entweder blöd klingen, wenn man sie mit dem normalen Griff macht, oder zu schwierig gehen. Und so ein Beispiel ist hier. Da habt ihr die Bindung zwischen dem hohen A und dem mittleren G und wieder zurück. Und das ist eben ein Registerwechsel. Und das ist das gleiche wie bei dem Dschungeltriller. Wenn ich das dann wirklich echt gebunden spiele mit dem normalen Griff, dann klingt das nicht so schön. Deshalb würde ich an so einer Stelle eben auch diesen Alternativgriff für das G nehmen. Der geht eben statt diesem einen Finger, geht der so, dass alle drauf sind und der Daumen weg. Und das habe ich, wie gesagt, in dem Dschungeltriller-Video ausführlich erklärt. Dann haben wir ein Beispiel hier, da ist jetzt ein Triller auf dem Cis. Den meine ich aber gar nicht. Der geht nämlich ganz leicht mit den normalen Griffen für D und Cis in Hoch und dann kommt aber ein Nachschlag, der mit H und Cis gespielt wird. Und natürlich, weil das Kreuz immer noch gilt. Wir müssen also nach dem Driller H, Cis anbinden und auch noch schnell. Und dieser Griffwechsel kann tückisch sein. Hier könnt ihr jetzt einfach statt des H mogeln oder einen Hilfsgriff nehmen, indem ihr vom Cis aus nicht zum H wechselt, zum normalen Griff und wieder zurück zum Cis, sondern vom Cis aus einfach den Mittelfinger noch mit drauf macht und ein bisschen vorsichtig geblasen, dann klingt das nämlich auch wie ein H. Und dann braucht ihr den nur wieder wegzunehmen und schon habt ihr wieder das Cis. Und das geht natürlich in der Schnelligkeit viel besser, viel einfacher und das merkt man nicht. Und so gibt es noch viele Beispiele, wo ihr Griffwechsel vereinfachen könnt. Das ist ein bisschen individuell, ob ihr das praktischer findet an bestimmten Stellen oder eben lieber nicht macht. Ein Beispiel könnte sein, diese Stelle aus dem E-Moll-Konzert von Telemann für Blockflöte und Traversflöte, wo ihr immer diesen Wechsel zwischen dem Fis und dem E und dem G habt. Und da könnte man statt des normalen Fis mit den zwei Fingern hier und hinten weg nur den Daumen nehmen. Das ist nämlich ja auch ein Fis. Und das habe ich auch in einem Video erklärt, speziell über das Daumenfis, der Griffheck Daumenfis. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Also um das jetzt nochmal so ein bisschen auf einen Nenner zu bringen, die Pianogriffe, die Hilfsgriffe als Pianogriffe haben den Riesenvorteil, dass ihr ungestraft leiser spielen könnt, haben aber den Nachteil, dass die Klangfarbe sich ändert. Und da müsst ihr immer natürlich gut hinhören und sparsam sein mit dem Einsatz auch der Pianogriffe. Wirklich überlegen, lohnt es sich da, den Ton so zu gestalten, dass er zwar richtig viel leiser ist, aber dass eben die Klangfarbe anders ist. Das kann gut passen, muss aber nicht immer. Und diese
Triller-Alternativgriffe. Wie gesagt, also auch nur wenn es anders mit dem normalen Griff nicht geht oder komisch klingt oder echt zu schwierig ist, dann würde ich eben Hilfsgriffe verwenden. Da ist immer euer Gehör auch das Entscheidende. Fällt es auf, dass ich hier einen anderen Griff nehme, oder klingt der Triller eigentlich so, wie er da klingen soll? Ein Nachteil von Hilfsgriffen ist natürlich auch ein bisschen, dass es ungewohnte Griffe für euch sind. Und wenn ihr das nicht richtig gut übt, also wirklich euch gut verinnerlicht, wie dieser Griff geht und das wirklich gezielt übt an bestimmten Stellen, dass ihr den drauf habt, den Griff, dann ist das extra schwierig, weil ihr so viel denken müsst, dass das dann ja eben den normalen Ablauf stören kann. Aber es lohnt sich sehr, Hilfsgriffe im Repertoire zu haben, denn man kann das Blockflötenspiel dadurch schon viel, viel schöner machen. Ja, das waren jetzt heute mal nur so ein paar Beispiele von jeder Kategorie, also von Pianogriffen, von Trillergriffen und von Alternativgriffen für schwierige Stellen. Da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal so einen generellen Überblick bieten über den Einsatz der Hilfsgriffe, wozu die überhaupt da sind und wo man sie wirklich gut einsetzen kann. Falls euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Jetzt bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und sage bis nächste Woche. Tschüss!